Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und ich habe hier die OM System OM3 und will euch heute einfach mal so ein bisschen die computergestützte Fotografie der Kamera zeigen. Das Ganze bietet ja die OM3 und auch die OM1 Mark II, und wie das so funktioniert, was ihr damit machen könnt, das machen wir jetzt hier einfach mal. Ich habe hier den Atomos Ninja 5 an der Kamera angeschlossen, sodass ihr hier den Bildschirm der Kamera seht. Ihr seht hier also mein Live-Bild auf der Kamera. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit einer hochauflösenden Aufnahme. Die Kamera hat ja die Möglichkeit, sie hat einen 20 Megapixel Sensor. Das ist jetzt für Landschaftsaufnahmen wie hier nicht unbedingt so der Hammer, aber ihr könnt aus der Hand 50 Megapixel Bilder machen oder vom Stativ, wie ich es hier jetzt habe, 80 Megapixel Bilder. Und wie da die Qualität so rauskommt, das möchte ich jetzt mal anschauen, und ich nehme euch einfach mal direkt live mit, wie das hier funktioniert. Wir haben hier also ein Bild schön von unseren Weinbergen, beziehungsweise ich bin hier am Rand der Weinberge, da haben wir eher Wald. Es ist ein sehr sonniger Tag. Ich mache jetzt einfach mal direkt ein Bild in der ganz normalen Auflösung von den Weinbergen. Ich habe hier mein Autofokusfeld, das setze ich da einfach mal in die Bäume. Und jetzt haben wir hier mal ein Bild mit den 20 Megapixeln. Jetzt aktiviere ich die hochauflösende Aufnahme. Ich gehe dazu ins Menü, ins rechnerische Modi-Menü und finde hier ganz oben die hochaufgelöste Aufnahme. Aktiviere das Ganze vom Stativ. 80 Megapixel Fine und RAW, also ich nehme hier JPEG und RAW auf, und dann nehmen wir hier natürlich die 14-Bit Farbtiefe, damit wir da auch wirklich die volle Qualität haben. Und ich aktiviere hier noch eine kleine Wartezeit von, ich sag mal, 2 Sekunden, weil ich möchte ja wirklich die komplette Schärfe im Bild haben. Und wenn ich hier den Auslöser betätige und das Ganze trotzdem noch irgendwie, das steht hier alles im Gras, wenn das sich noch ein bisschen bewegt, dann haben wir da natürlich nicht die richtige Schärfe drin. Jetzt schauen wir einfach mal, ich nehme das Foto jetzt mal auf, lasse sie hier kurz 2 Sekunden rechnen und zack. Das Bild wurde gemacht und sie arbeitet jetzt. Ihr seht hier, die Aufnahme wird ja aktiviert, und dann blende ich euch jetzt gleich die Bilder mal ein. Ich gehe davon aus, dass man da schon mal einen größeren Unterschied erkennen wird. In der Auflösung natürlich, in den Details, aber das seht ihr ja dann gleich auf dem Bildschirm. Was hier jetzt natürlich auch interessant ist, wir haben hier oben die Sonne ganz oben stehen. Ihr seht, der Himmel ist eigentlich komplett ausgebrannt, man erkennt nicht wirklich viel, und da bietet euch die Kamera ja einen Grauverlaufsfilter in der Kamera selber. Das Ganze wird elektronisch gerechnet, das heißt, der Sensor wird mehrmals ausgelesen und baut euch da hier so das Bild zusammen. Und wie das Ganze dann aussieht, möchte ich euch natürlich auch zeigen. Wir gehen ins Menü und aktivieren hier den Live GND Aufnahmemodus, also Live GND. Und da habt ihr hier jetzt schon die Möglichkeit, 1, 2 oder 3 Stops zu aktivieren. Und ich nehme hier jetzt mal wirklich die 3 Stops, weil es ist wirklich sehr hell. Und vom Filtertyp könnt ihr jetzt noch Soft, Medium oder Hard einstellen. Das heißt, wie hart die Grenze vom Filterverlauf in den Nicht-Filterverlauf gehen soll. Ich nehme hier mal Medium, dass da der Übergang, ja, nee, ich gehe lieber auf Soft, weil der Übergang hier doch ein bisschen softer ist. Und ihr könntet hier jetzt noch den Filter automatisch drehen, wenn ihr die Kamera dreht. Das will ich aber natürlich nicht. So, das Ganze habe ich aktiviert, und ihr seht, die hochaufgelöste Aufnahme ist hier gleich deaktiviert. Das ist leider ein kleiner Nachteil, ihr könnt die beiden Modi nicht kombinieren. Das heißt, ihr könnt entweder hochaufgelöste Aufnahmen machen oder eben den ND bzw. den Live GND, den Grauverlaufsfilter aktivieren. Ich habe den jetzt aktiviert, ich gehe hier wieder ins Bild, und jetzt seht ihr hier auch schon die Kante. Die lässt sich jetzt normalerweise über Touchscreen auf der Kamera verschieben. Da ich den Atomos angeschlossen habe, geht das hier jetzt leider nicht. Aber wir können das Ganze mit den Pfeiltasten nach oben und unten verschieben. Mit dem vorderen Rad lässt sich das Ganze um 15 Grad drehen, also in 15 Grad Schritten. Mit dem hinteren Rad habt ihr da wirklich die Möglichkeit, in 1 Grad Schritten das Ganze zu verschieben. Und jetzt gehen wir hier einfach mal so direkt ins Bild. Ich habe das jetzt alles eingestellt, wie es passen sollte. Wir können jetzt mit dem Info-Knopf wieder zurück in die Aufnahmeeinstellung gehen und können hier die Belichtung noch ein bisschen hochziehen, dass wir da noch ein bisschen mehr Helligkeit unten im Grün haben. Drücken dann nochmal Info und kommen da wieder in die Einstellung für den Filter, und dann können wir den hier jetzt nochmal passend hindrehen, dass wir da wirklich, ich kann hier nochmal hochgehen, dann seht ihr, der Himmel ist wirklich sehr, sehr hell. Wenn ich hier jetzt runter gehe, dann haben wir hier die Kante schön drin. Ich denke, so sieht das Ganze jetzt schon mal sehr toll aus. Ich aktiviere hier wieder das Bild.
Ich mache das Foto, die Kamera arbeitet und das Foto sollte gemacht sein. Ich mache dasselbe Foto jetzt mit denselben Einstellungen nochmal ohne den Filter, damit ihr direkt einen Unterschied seht, was das Ganze jetzt ausgemacht hat. So, und jetzt haben wir diesen Verlaufsfilter auch mal getestet. Also Schritt für Schritt im Menü, das Ganze lässt sich sehr einfach aktivieren. Für den Live-ND-Filter möchte ich jetzt runter ans Wasser gehen, weil da macht es natürlich mehr Sinn, wenn wir den Wasserfluss so ein bisschen aufnehmen und das Ganze alles verschwimmt. Das schauen wir uns jetzt unten noch an. So, hier jetzt am Wasser. Ich kann euch leider nicht mit einem richtigen Wasserfall dienen und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil es ist doch ziemlich laut, wie hier das bisschen Wasser Lärm macht. Aber ich habe hier die Kamera wieder stehen und habe gerade gesehen, ich habe den Atomos vergessen, den mache ich aber gleich noch hin. Ich möchte euch jetzt hier zeigen, wie das mit dem Live-ND funktioniert, also wirklich ein Graufilter, der euch die Belichtungszeit einfach verlängert, ohne dass ihr den aufschrauben müsst, sondern alles in der Kamera. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich habe hier so ein bisschen das Wasser, wie es da runterkommt und jetzt schauen wir mal. Wir sehen hier jetzt das Wasser und wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, ich mache hier die Belichtungszeit mal ein bisschen kürzer, dass es gut belichtet ist, und ich mache ein Bild, dann sehen wir jetzt, die Wellen sind eigentlich relativ eingefroren. Wenn wir jetzt wieder ins Menü gehen und den Live-ND aktivieren, das Ganze auf Einstellen und dann nehmen wir hier einfach direkt mal 6 Stops. Also ihr seht, ihr könnt das Ganze hier von 1 bis 6 Stops einstellen. Wir nehmen 6 Stops und machen die Live-View-Simulation an. Und was ihr jetzt sehen könnt, ihr seht, die Kamera versucht schon so ein bisschen zu simulieren, wie das Bild nachher aussieht. Wir sehen jetzt hier aber auch mal, das ist ganz schön überbelichtet, weil die Sonne scheint natürlich. 6 Stops reichen da nicht unbedingt aus. Ich möchte hier eigentlich auf eine Sekunde gehen. Ich mache da jetzt einfach mal die Blende zu. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Blende 20. Ich fokussiere wieder und los geht's. Das Bild wird aufgenommen und ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Ich drehe die Kamera jetzt hier aber auch mal noch, weil ich möchte es nicht ganz so mit Blende 20 machen, das Bild. Wir sehen hier, jetzt sieht das Ganze doch schon besser aus. Wir gehen hier mal ein bisschen hoch, machen hier vielleicht mal eine halbe Sekunde Belichtungszeit, Blende 11 und machen nochmal ein Bild. Und ihr könnt es jetzt gleich in Fullscreen auf dem Bildschirm sehen. Ich bin mal gespannt, aber das Bild ist wirklich so, es kommt so raus, wie es die Kamera auch schon simuliert hat. Also wenn wir mal schauen, wir haben hier jetzt das Bild und das Wasser sieht da schon wirklich sehr verschwommen aus in der Vorschau. Wir machen das Foto, die Kamera nimmt das Bild auf und ich blende es euch ein, aber das sieht genau so aus und das ist schon ziemlich cool. So, ich hoffe, ich bin noch ein bisschen im Fokus, die Belichtung stimmt noch so halbwegs, das sehen wir dann nachher am Computer. Ich hoffe, das Video war so ein bisschen hilfreich und ich konnte euch die Modis, die computergestützten Modis mal so ein bisschen rüberbringen. Gerade der ND-Filter und der Grauverlaufsfilter sind natürlich Sachen, die sind schon sehr, sehr cool, weil man sich einfach dieses ganze Aufgeschraube spart und so weiter. Wenn es ein bisschen hilfreich war und euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.